Und Hallöchen zurück bei Final Fantasy 16, Episode 99. Und wir sind jetzt hier wieder im Versteck und können uns einige Sachen abgeben, einige Sachen machen, sag ich mal. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu Gav. It was no trouble at all. Still, I appreciate it. Oh, hier ist Amber. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Silber und Chocobo-Feder. Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Now will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Okay. I don't want Gav to give up being a scout, honest. So. Was hab ich denn jetzt hier? Hast du noch was Neues? Über die Dreieinigkeit. Ah ja. Weißt du, warum ich das Bündnis die Dreieinigkeit genannt habe, Clive? Vielleicht bist du zu jung, um dich daran zu erinnern, aber es gab schon einmal ein Bündnis zwischen den Reichen Sturms. Vor kaum 20 Jahren hat dem Vater sowohl das Kaiserreich als auch die Republik um Zusammenarbeit mit Rosaria ersucht, um alle Kräfte im Kampf gegen die Fäule zu vereinen. Eine Allianz, deren Vorteil von allen Seiten erkannt würde. So glaubten wir zumindest. Wer hätte ahnen können, dass der Frieden, für den Elwyn so hart gearbeitet hatte, von gänzlich unerwarteter Seite mit Füßen getreten werden sollte. Von deiner Mutter, der Herzogin. Mit einem Streich hat Annabella uns alles genommen. Unser Land, einen Anführer, einen Bruder, einen Vater. Aber vor allem das, was hätte sein können, einen geeinten Kontinent. Das war Elwyns großer Plan. Und deswegen habe ich unser neues Bündnis Dreieinigkeit genannt, denn es soll nicht nur den Frieden bewahren, sondern auch die Grundlage für fortwährende Zusammenarbeit bilden. We'll be fine, Clive. Okay. So. Halt, ich gehe noch mal kurz hier rein. Okay, ja, da ist wirklich nur noch der Svarog übrig. Ja, der hat aber ordentlich ausgeteilt. Hey, Gav. I was just about to go in. But then I thought it might be better if you went first. What with you being the head of the family and all.
Me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is, Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother.
Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Auftrag abgeschlossen. Wintermet, ein erquicklicher Trunk, der aus Honig hergestellt wird, welcher in den kurzen Sommern der nördlichen Gebiete gesammelt und in den folgenden 6 Monaten langsam fermentiert wird. Es heißt, er wärme den Bauch in den kalten Winternächten des Nordens. Na, ich war durstig. Gaff. One of these days. One of these days, I swear it's gonna be me who drinks you under the table. If by under the table you mean retching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha, you think you're so funny. But just wait till we crack open the bottle I left in your chambers. That stuff's strong enough to burn the horns off a behemoth. Sounds like I'll be needing some new boots. Naja. Okay, im Hintergrund habt ihr vielleicht gehört, dass Sangoten und Trunks hier ziemlich rumraddeln. So, Sangoten, geh bitte hier runter. Geh bitte hier weg. Jetzt hat er sich auf das Elgato Aufnahme auf die Capture Card geschmissen. Lustig, dass es Elgato heißt, weil es ja Spanisch für die Katze bedeutet. Was? Das heißt Spanisch die Katze, Elgato, ja, habe ich richtig gesagt, aber der Satz war nicht schön. Oh, I wasn't expecting you back so. So. Anonym. Jedes Epos beginnt mit einem einzigen Wort, jede Sinfonie mit einer einzigen Note. Dies ist nur der Anfang. Deine Legende soll für immer erzählt, deine Taten für immer besungen werden. You earned this. Okay, da habe ich hier alle Dinge jetzt freigeschalten. Come again. I may have more for ya. Nice. Hast du was zu sagen? Nö. Off you go then. So. Ich würde jetzt erstmal zu Jill gehen. Halt doch. Vorher noch mal schauen, was ich jetzt für einen Song freigeschaltet habe. Hier ist Joshua. You needn't worry about me, Clive. I doubt Jill would appreciate my presence on your outing. Okay. Okay, das ist dieser Bosskampf-Song. Always one more job to do, isn't there, Clive? Upsi. Ready for the big heave-ho, are ya? Über das Versteck. Das alte Versteck war noch nicht mal fertig, als Sid mich aufgenommen hat. Wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, eine sichere Zuflucht für die Träger zu schaffen, die wir befreien wollten. Wie die ersten von ihnen ankamen, werde ich nie vergessen. Ich war schockiert, wie verängstigt sie waren. Keine von ihnen hat es gewagt, mir ins Gesicht zu schauen, geschweige denn zu reden. But over time,
Aber nach und nach tauten sie auf. Sie hörten auf, Sklaven zu sein, wurden zu Mitgliedern unserer Familie und das Versteck wurde ihr Zuhause. Genauso wird es auch für Edda und ihr Kind sein. Sie bekommen hier eine neue Familie, die sich um sie kümmert, durch dick und dünn. Und ich werde natürlich besonders gut auf sie aufpassen. Ich lasse nicht zu, dass dem kleinen Würmchen was passiert, das kannst du mir glauben. Hat er sich ein bisschen verknallt in die Edda? Brauche ich ein paar... Oh ja. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. Ein Relikt der Gefallenen? Die Objekte, die gemeinsam mit den Gefallenen vom Himmel stürzten, fielen in den Jahrtausenden nach dem Untergang der Zivilisation entweder dem Vergessen, dem Verfall oder Plünderern anheim. Gelegentlich werden gut erhaltene Fragmente entdeckt, wenn sie durch Erosion oder Ausgrabungen zutage gefördert werden. Diese Bruchstücke, über deren ursprünglichen Zweck so gut wie nichts bekannt ist, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Wissenschaftlern, die ihre Geheimnisse lüften wollen. Wertgegenstand. Ja. Dann. Clive. Going persuading you down. Warte mal, hätte ich das auch hier lesen können? Nee. Finished, are you? So. Was fehlt mir denn hier noch eigentlich? Trouble with your gear, or something falling dear? Nee, kann ich bauen, Götterdämmerung. Na dann. Wenn Ragnarök als Sinnbild für den Krieg der Götter geschmiedet wurde, dann ist dieses Schwert ein Symbol für ihren Fall. Not bad, if I do say so myself. That it? Fine. Ich will nur noch mal hier kurz hingehen, ansehen. Ragnarök. Okay, wo ist es denn jetzt? Oder war das bloß die Verstärkung von Ragnarök? Götterdämmerung. Okay, na gut. Federzopf. Ach, hier ist das mit dabei. Die Raubvögel im nördlichen Gebirge Sturms lauern ihren Opfern in großer Höhe auf und stürzen sich dann gezielt auf die ahnungslose Beute. Bei diesen Sturzflügen erzielen sie Geschwindigkeit, die ihre Flügel allein ihnen sicherlich nicht ermöglichen würden. Wer sich in die Berge wagt, stützt sich daher besser mit einer angemessenen Kopfbedeckung. Auszug aus Eine Wanderung durch Valisthea. Erhöht den Schaden von Senkhieb um 10%. Das hat hier diese eine Truhe getroffen in einer vorherigen Episode. Und mich dann gefragt, was das war, aber das war tatsächlich ein Accessoire. Na gut. So. Du stehst immer noch hier und warst noch nicht einmal in Eastpool gewesen. Die Dreieinigkeit. Es war vorauszusehen, dass es nicht leicht sein würde, drei Männer mit so unterschiedlichen Überzeugungen zusammenzubringen. Und doch haben wir zum Wohle Valistheas unsere Differenzen überwunden. Die Dreieinigkeit war nur ein erster Schritt. Eine längere, äußerst bittere Reise liegt vor uns, an deren Ende uns zweifellos Leid und Elend erwarten. Doch wichtiger als das Ziel ist das, was wir auf dem Weg dorthin voneinander lernen können. Du hast uns diesen Weg mit deinem Mut bereitet, Clive. Jetzt müssen wir den Mut haben, ihn auch zu beschreiten. Dein Lieblingsonkel. Wieder ganz sich selbst. Clive, Worte können meine Dankbarkeit dafür, dass du mir aus der Ferne zurückgebracht hast, kaum ausdrücken. Das Buch hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich hatte geglaubt, dass ich es nie wiedersehen würde, dass mir zusammen mit ihm ein Teil von mir unwiederbringlich geraubt worden war. Aber dank dir bin ich nun wieder voll und ganz ich selbst. Leider kann ich dir nun nur dabei helfen, die Löcher in deinem Wissen zu stopfen, aber nicht die in deinem Herzen. So werde ich sicher auf ewig in deiner Schuld stehen. Vivian. Jo. So, jetzt schauen wir hier nochmal schnell. Hier ist nur eine Sache dazu gekommen. Wintermet, ein Geschenk von Gav. Dieser hochprozentige Trank wird aus Honig zubereitet, welcher während der kurzen Sommer der nördlichen Gebiete gesammelt und in den folgenden 6 Monaten langsam fermentiert wird.
Obwohl er schon dutzende Male bewiesen hat, dass er Alkohol nicht sonderlich gut verträgt, besteht Gav darauf, die Flasche gemeinsam zu lernen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Okay, jetzt sind hier schon viele Sachen, ne? So, hey Jill. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? There are so many. This is what you wanted to show me. Yeah, I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then
That's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. Auftrag abgeschlossen. Blumen für ein Lächeln. Schneeasternkranz. Ein von Jill geflochtener duftender Kranz aus Blumen, die an den Ufern der Eule Feist bei gepflückt wurden. Flechten konnte ich nie gut, aber für mich ist das nicht schlecht. Jill. Shivas Kuss. Der Winter kommt und bringt den Schnee. Bald sind vergessen Kummer und Weh. Kinderheim aus dem Norden. Verringert die Wartezeit bis zum 9. Einsatz von Diamant schon 7,5 Sekunden. Das wäre was tatsächlich vielleicht ein bisschen nützlicher, weil ich ja Diamantenstaub tatsächlich auch ausgerüstet habe. Beistand von Jill. Jill hat sich der Gruppe angeschlossen, wird bis zum Aufbruch nach Ursprung bei Clive bleiben. Ah ja. Neuer Auftrag. Echos der Gefallenen. Ein Auftrag der Erweiterung Echoes of the Fallen ist jetzt verfügbar. Sprich mit Karen im Versteck und wähle die Option Echos der Gefallenen aus, um ihn zu beginnen. Ja, das ist jetzt der DLC. Der wurde quasi jetzt erst freigeschaltet. Direkt vorm Ende des Spiels. Aber wir gehen nochmal... Moment. Soll ich jetzt einfach mal... Moment, wo ist... Soll ich nochmal Svarog probieren? Ich mache das jetzt einfach. Er ist der letzte, der übrig bleibt. Und ich muss es probieren. Der ist zwar trotzdem ein Level über mir. Aber, naja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich gegen ihn gekämpft, da war ich Level 43 oder so, kann das sein? Auf jeden Fall ziemlich niedriges Level. So, vielleicht mache ich mal... Wie wird er eingesetzt? Ist dieses Elixier einfach zu beschaffen? Ganz sicher nicht, doch für solche Wundermittel lohnt sich die Mühe. Wenn die LP auf 0 fallen, werden sie automatisch mit der Limitrausch-Leiste wieder voll aufgefüllt. Zudem wird die Angriffskraft für 60 Sekunden um 10%, die Verteidigung um 30% erhöht. Ja, aber wird das automatisch eingesetzt? So, das muss ich dorthin machen. Ja, ich würde jetzt erstmal das hier hierhin machen. So. Damit ich ein bisschen mehr aushalte. Da ist er schon.
Wahrscheinlich muss ich hier wirklich mit den ganzen Sachen hantieren am besten. Come on. Das sieht eigentlich machbar aus. Mann, was machst du, Alter? Wow. Alter. Sinnlos, was ist denn das? Uiuiui. Schon. Jawohl. Nice, Jägermeister. Berüchtigte Gefahr Jägermeister. Na gut.
Das ist auf jeden Fall ein cooler Trophäenname. So, jetzt haben wir hier Zeug gekriegt. Puh. Na gut. Ich denke, das war easy peasy. Und vor allem für diese 2 Gil hat sich das gelohnt. Da hinten ist noch was. Dann gehe ich mal zurück ins Versteck. Und werde jetzt erstmal ein neuer Brief ist eingetroffen. Okay. Neuer Echos der Gefallenauftrag ist in der Nähe verfügbar. Okay. So. Ich rede zwar mit ihr, aber ich werde jetzt noch nicht den DLC anfangen. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. So. Verkaufen wir erstmal jeden Scheiß hier. Finished, are you? So. Nochmal schnell checken gehen. Ein zünftiges Willkommen. Ein zünftiges Willkommen. Edda scheint den Glücksbringer, den wir ihr gegeben haben, wirklich zu mögen. In letzter Zeit sehe ich ihn oft auf ihrem Bauch liegen, während sie sich ausruht. Sie meinte, der kleine Hacker würde dann noch immer ganz wild um sich treten. Wir haben es wohl mit einem richtigen Kämpfer zu tun. Und die können wir ja immer gut gebrauchen. Ich kann es kaum erwarten, unserem neuesten Fluchbrecher alles beizubringen, was ich weiß. Aber wir sollten wohl erstmal seine Geburt abwarten. Und die muss ordentlich gefeiert werden. Nur nichts überstürzen. Gav. Mein größtes Geschenk. Es fühlt sich an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Nein, es war in einem anderen Leben. Der Nachmittag auf der Mannhöhe war unser erstes Abenteuer, aber schon damals wusste ich einfach, dass es nicht unser letztes sein würde. Ich werde diesen Tag niemals vergessen und dass du ihn auch nicht vergessen hast, erfüllt mein Herz mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Freude. Seit dem Moment, als wir uns das erste Mal trafen, bist du ein unersetzlicher Teil von mir. Meine andere Hälfte, mein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bist du der Stern, der mich leitet. Du bist genau das, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Du bist mein größtes Geschenk. Jill. Das hat sie sehr schön geschrieben. Schneeasternkranz. Ein duftendes Diadem, handgeflochten von Jill aus Blumen von den Ufern der Eule Feist bei. Der Kranz weckt Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten und zeugt von einer Liebe, die niemals vergeht. What is it, Clive? You can always Über tell gemeinsame me. Erinnerungen. Ich kann nicht fassen, dass du dich noch an diesen Tag auf der Mannhöhe erinnert hast. So long. Wir haben so viel verloren in den letzten Jahren, aber unsere Erinnerung kann uns niemand nehmen. Und wenn sie wirklich das Einzige sind, woran wir uns festhalten können, dann will ich mehr davon. So when this is over, Wenn das alles hier vorbei ist, dann lass uns durch die Welt reisen und Erinnerungen sammeln. Ich werde sie hüten wie ein Drache seinen Goldschatz. Denn unsere gemeinsamen Erinnerungen sind für mich die wertvollsten von allen. I'm always with you, Clive. So, machen wir noch jetzt die Nebenmission von Hippokrates. Mal schauen, ob wir die noch in dieser Episode schaffen. You're going somewhere, Sid? Can we come? I promise we'll be good. Sid, did you know that chocobos are far more resilient to the effects of ether than most other big... Lawsman Harpocrates, I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas,
Our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons. His studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the color. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Okay. Knowledge hoarded is knowledge lost. Despite scouring the shelves, I have found only one reliable reference to a place where wild wyvern tails are known to have grown. But it is in Waloed, by a waterfall near Rickmal's roost, as I told you. I dare not ask that you undertake such a long and perilous journey on my account, of course, but were you to find yourself in the area? Thank you for indulging an old man. Dann gehe ich da mal hin. Okay. Ist Jill eigentlich dabei? Ja. Dann ist das die letzte Nebenmission vom Spiel, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ist mal abgesehen von den Ich aus der gefallenen DLC, den man ja theoretisch auch als Nebenmission sehen kann. Good girl. Run like the wind. So, naja gut. La 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 la. Ja, schade, dass halt die Chocobo-Musik nicht kommt. Macht mich ein bisschen traurig. So. Seems this place has been flooded twice over.
Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. Okay. Gut. Na dann. Here they are. Might as well pick enough for a bunch, I suppose. Okay, achso, ich habe jetzt schon mehrere. Ich dachte, ich muss jetzt noch mehr finden. Wilder Wyvernzahn. Aufzeichnungen zufolge wurde der Wyvernzahn ursprünglich kultiviert, um aus seinen Blütenblättern einen violetten Farbstoff zu destillieren. Als man jedoch feststellte, dass die blütengezüchtete Exemplare mit der Zeit ihren Farbton verloren, trafen die frühen valisteischen Gärtner die verhängnisvolle Entscheidung, stattdessen die praktischen Eigenschaften ihrer Wurzel zu untersuchen. Ja. Alright. So. Oldman, I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. Did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Good morrow to you, my friend. Thank you again, Clive. I know how hard these flowers must have been to come by. Thank you for indulging an old man. Dann hol dir mal den Dion. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? No. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right.
I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environment in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tails. I shall plant their seeds
that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. What's this? A stolas quill. Or more precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Auftrag abgeschlossen. Eines Prinzen Weg. Stolasfeder, die Lieblingsschreibfeder des Historikers Harpokrates. So manches anspruchsvolle Werk wurde in ihrer Tinte geschrieben. Eine Eule, so heißt es, merkt sich alles, was sie je erlebt, in ihren Federn. Sie stecken voller Geschichten, die zu Papier gebracht werden wollen. Harpokrates. Bahamut-Gnade, ein Geschenk des ersten Kaisers von Sambrek an seinen Sohn. Seitdem wurde der Ring von Generation an Generation weitergegeben und zierte die Hand eines jeden Dominus Bahamuts. Der Äther, den er über all die Jahre von der Esper absorbierte, befähigt den Erben dazu, die Kräfte seiner Blutlinie voll auszuschöpfen. Nun liegt das Kaiserreich jedoch in Trümmern und die Blutlinie ist gebrochen. Und so soll der Ring Bahamut begleiten, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Gigafly um 6 Sekunden. Ja, der Prinz Dion, der hatte ja immer diesen Bifon-Zahn, den hat er ja in der einen Zwischensequenz auch so zurückgelassen, wenn ich mich recht erinnere. Über Dion. Ich erinnere mich gut an die Zeit, als ich im kaiserlichen Palast den jungen Prinzen in Geschichte unterrichtet habe. Er hat sich sehr von den anderen adlig geborenen Kindern unterschieden. Nicht etwa, weil er mir mit mehr Interesse zugehört hat, sondern weil sein Herz so rein gewesen ist. Er hat fest geglaubt, dass der Kaiser immer im Sinne seines Volkes handeln sollte. Außerdem war er entschlossen, aus der Vergangenheit zu lernen, um ihre Fehler nicht zu wiederholen. Das ist der Grund, warum das, was er in Sikasia angerichtet hat, so schwer auf seiner Seele lastet. Er muss mit den Folgen leben und ich fürchte, es wird mehr als nur Zeit brauchen, um diese Wunden zu heilen. Es wird Vergebung erfordern, nicht von euch oder mir, auch nicht von seinen Landsleuten oder gar seinem verstorbenen Vater. Nein, er muss sich selbst vergeben. Nur dann wird er wieder abblieben können. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt hier die letzten Einträge freigeschaltet. Aber die Lesestunde kommt später nochmal. Ich werde jetzt nochmal schnell in meinen Raum gehen und schauen, was ich jetzt hier bekommen habe. Stolas Feder, die Lieblingsschreibfeder des Historikers Harpokrates, in deren Tinte manch anspruchsvolles Werk geschrieben wurde. Man sagt, dass die Schwungfedern eines Stolas die Wünsche aufnehmen, die er im Laufe seines langen Lebens hört, und die Worte nur darauf warten, zu Papier gebracht zu werden. Sollte also einmal der Tag kommen, an dem Clive beschließt, sein Schwert gegen eine Feder einzutauschen, wird er zumindest nicht mit einer Schreibblockade zu kämpfen haben. So, jetzt gehe ich nochmal mit Dion reden. Ja, wir haben immer noch einiges vor uns, bevor wir jetzt dann die letzten Hauptmissionen angehen. Wie gesagt, jetzt der DLC ist noch dazugekommen. 3 Stunden ungefähr geht der. Ja, dann noch diese Chronolithen-Herausforderung. So, was hast du zu sagen? Brother, I put Father's helm in your chambers. He should be with you when his vision is finally realized. Thank you, Joshua. For everything. Don't mention it. Okay. Du hast vielleicht noch was Neues? Über Elwyn. Oh.
Er hat immer versucht, mir gut zuzureden, mir Mut zu machen. Heute weiß ich, dass seine Worte aufmunternd gemeint waren, aber als ich klein war, haben sie mir jedes Mal einen Stich versetzt. Sie haben mich meine Schwäche spüren lassen, meine Unzulänglichkeit. Erst nachdem wir ihn verloren hatten, wurde mir klar, dass er immer an mich geglaubt hatte und dass er sich nie etwas anderes gewünscht hatte, als dass auch ich an mich glaubte. Die Worte Vaters waren für mich wie eine Fackel in der Dunkelheit, die die furchterregenden Schatten vertreibt und den Weg erhält, der vor mir liegt. Seine Flamme brennt in deinem Herzen, Bruder, genauso wie in meinem. Und diese Flamme wird weiterhin unseren Weg erleuchten, bis zu unserem Ziel. To the end, brother. Ifrit? Your resolve didn't falter. No. Though I continue to be bewildered by fate. But I should meet with my old tutor here. At the very end of the world. I thank you. With all my heart. For giving me this chance. And I thank you for taking it. Should like to look upon that flower once more. When I am worthy. I stand ready to leave for Origin at your word. May Grieger go with us. And see us safely home. Must we away? Über Hippokrates. Die Jahre meiner Studien bei Meister Hippokrates waren einige der glücklichsten und segenreichsten meines Lebens. Sein Wissen ist wahrscheinlich schier unerschöpflich. Er hat es stets großzügig mit mir geteilt, auf dass ich meinem Vater einmal ein guter Berater in Regierungsfragen sein würde. Und damit ich auch eines Tages selbst ein solcher Herrscher werden könne, wie ihn mein Volk nicht nur erwartet, sondern verdient. Dauerlicherweise habe ich ihn aufs Bitterlichste enttäuscht. Und dennoch scheint er mir auch heute von Herzen zugetan zu sein, als wäre ich immer noch jener Junge von damals, der ihm förmlich an den Lippen hing. Vielleicht bin ich das in gewisser Weise auch, und vielleicht kann ich ihn doch noch stolz auf mich machen. The time is nigh, Ifrit. Er sagt immer Ifrit zu mir. Ne? So, hier wollte ich nochmal schauen, schnell. Okay, jetzt gibt es hier noch was, das muss ich extrem schnell lesen wieder. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Du willst wissen, wo ich herkomme, Kupo? You're not from the forest. Doch, aber weißt du auch aus welchem Wald? Well, which forest? Will ich gerade vorlesen. Darf ich nicht sagen, das ist geheim, Kupo. Then what were you going to tell me? Das war ein Test. Ich wollte sicher gehen, dass ich mich bei all den Geschichten, die ich dir erzählt habe, nicht verplappert habe, Kupo. And if you had? Oh, das willst du gar nicht wissen, Kupo. Okay. Ist der das heftigste Monster von allen vielleicht? Wer weiß. So, alle besiegt hier. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, alles was dann noch zu tun ist, gibt es dann natürlich erst in den nächsten Episoden. Es ist noch einiges, die Chronolithen, wie gesagt. Hier diese komischen Gedankensachen hier wollte ich nochmal machen. Mir nochmal durchlesen komplett. Von Anfang bis Ende. Das wird nochmal eine lange Episode und natürlich bei Hippokrates nochmal alles durchlesen und ja, mal schauen, was es noch so gibt. Dann der DLC und dann irgendwann das Ende. Aber dafür müsst ihr auch die nächsten Episoden einschalten. Bis dahin, ciao!